stellst Fragen und lässt denjenigen reden. Du bist halt eher der Arzt, der Fragen stellt, hey, tut das weh, machen Sie jenes. Du stellst eine Anamnese, ja, bevor du sagst, das habe ich diagnostiziert, das präsentiere ich ihm jetzt als Lösung. Du musst ja erstmal wissen, was braucht derjenige, wie ist der drauf, was ist das für ein Typ, ja, und danach präsentierst du ihm das. Das ist das eigentliche Verkaufen. Ihm dann bei der Entscheidung zu helfen, ja, jetzt kann ich das nachvollziehen mit meinen Gedankengängen, mit meinen Bedürfnissen, da, ob ich das brauche oder nicht. Und tatsächlich ist es, wenn du eine gute Arbeit machst, eine Empfehlung ist immer eine der besten Sachen, die du bekommen kannst. Und das ist so ein Ding, das nimmt mit der Zeit immer mehr an Fahrt auf. Du hast mehr Kunden, die sind zufrieden. Das sorgt dafür, dass sie dich weiterempfehlen. Da kommen noch mehr Kunden, die sind dann auch zufrieden und dann bist du immer weiterempfohlen. Und deswegen legen wir so viel Wert auf diese Beziehungsarbeit-Geschichte und einfach eine gute Dienstleistung zu liefern, weil das sich langfristig ausgezahlt bekommt. Grüßt euch erstmal. Schön, dass ihr euch heute Zeit genommen habt jetzt für das Interview hier. Und ich würde sagen, ganz einfach, stellt euch am besten mal selber kurz vor in 1-2 Sätzen, was ihr so macht. Und dann würde ich sagen, vielleicht noch kurz anteasern, um weiter heute gehen wird. Und dann würde ich direkt loslegen mit den Fragen. Ist geil. Dann lege ich einfach mal los. Mein Name ist Mark Maloney, bin seit über 10 Jahren im Bereich Verkauf tätig, habe alles Mögliche schon verkauft. Ich bin Business- und Sales-Coach. Ja, ich bin Janosch Jungblut, bin privat, was heißt privat, alleine, nochmal ohne den Marc, als Finanzcoach tätig und mit ihm zusammen in einer eigenen Vertriebsschule am Start. Genau, für die Zuschauer an der Stelle solltet ihr vielleicht wissen, der Janosch war ja bei mir schon zu Gast. Ja, an der Stelle ganz wichtig, oben verlinkt und mal einschalten. Da werdet ihr schon mal vieles erfahren. Da ging es aber auch viel um andere Thematiken, aber auch um der Academy, die ihr ja auch gegründet habt. Darauf gehen wir ja gleich ein. Deswegen erstmal so am Anfang, seit wann macht ihr eigentlich Closing? Und wirklich mal so von Beginn bis jetzt so ein bisschen so den Weg auch gerne erzählen. Wie seid ihr dazu gekommen? Und vor allem aber auch, was bedeutet eigentlich Closing? Ja, Marc, du bist länger im Game, start mal. Genau, also ich bin seit 10 Jahren im Verkauf tätig, nicht nur diesen klassischen Titel Closing. Also unter Closing versteht man ja praktisch warme Leads in ein Gespräch holen und abzuschließen, also in der Regel. Und angefangen hat es bei mir mit meiner Band. Ich habe damals geguckt, dass wir Konzerte bekommen haben und musste damals praktisch unsere Dienstleistung verkaufen, also unsere Band. Und im Grunde genommen trifft Verkauf immer im Leben zu. Habe dann über die Jahre alles Mögliche verkauft, sei es Software as a Service, also SaaS-Dienstleistung, sei es Reisepakete. Und im klassischen Sinne bin ich seit circa 5 Jahren dabei. Habe damals Business Coaching vertrieben und habe das dann praktisch in meiner Freizeit gemacht, neben meiner anderen Aufgaben als damals Service-Chef. Und so habe ich damals angefangen. Janosch, da haben wir uns auch kennengelernt. Vielleicht magst du erzählen. Ja, ich bin quasi als Quereinsteiger dann irgendwann in den Vertrieb gewechselt, aus meinem Angestelltenberuf raus. Und dort, wo ich angefangen habe, war der liebe Marc zu dem Zeitpunkt Vertriebsleiter. Und somit hat sich das dann über die Jahre ganz gut zusammengebastelt, dass wir dann einmal denjenigen, der wirklich an der Front das nach wie vor tut, hat und auf der anderen Seite denjenigen, der so ein bisschen die Vogelperspektive hat und das auch aus der Leitungssicht kennt. Und so ist dann auch der Gedanke entstanden, hey, wir kennen beide Seiten, lass doch das auch in den Unterricht geben und das weiterleiten. Ja, mega krass. So findet man zusammen, mein Ja. Gott. Ja. Ja, darauf aufbauen würde ich mal direkt zu der nächsten Frage kommen. Was war jetzt letztendlich aber auch eure Motivation, so eine eigene Academy zu gründen? Da kann ich vielleicht mal anfangen. Und zwar war es so, ich war damals ja Vertriebsleiter und als Vertriebsleiter suchst du halt natürlich Leute, die talentiert sind, die es drauf haben. Und ich dachte damals, hey, wenn jemand eine Verkaufsausbildung gemacht hat, ist ja super, dann wissen die, worum es geht. Habe aber gemerkt, oft waren die Ausbildungen nicht ausreichend für die Leute. Also die haben viele Details nicht mitbekommen. Oft war es so eine Art Copy-Paste-Schema. Das heißt, hey, jedes Verkaufsgespräch wird genauso geführt, macht das einfach mal. Und ich war als Vertriebsleiter einfach extrem frustriert, weil ich Leute genommen habe, die oft ein gutes Mindset hatten, irgendwo eine Ausbildung gemacht haben und ich musste die praktisch von Grund auf neu ausbilden. Ich habe damals einen kurzen Einstiegskurs gebaut, und das war etwas, was mich frustriert hat und wo ich immer wieder von anderen Kollegen Feedback bekommen habe, dass sie Vertriebler an die Hand bekommen, die Halbwissen an die Hand bekommen haben und es war halt schädlich. Das war meine Perspektive
Und Janosch wird auch gleich dazu was sagen. Der war wirklich an der Front, hat als Quereinsteiger sich das alles sehr schnell eingeeignet und war einer der besten Vertriebler damals bei uns im Team mit Abstand. Und da hat es einfach nur Sinn gemacht. Aber vielleicht magst du mal deine Quereinsteigerperspektive mal mitgeben, Janosch. Ja, also ich sehe das heute als riesengroßes Glück. Komme aus einem sozialen Beruf. So heißt, ich habe schon vorher mit Menschen gesprochen, aber hatte nicht so dieses Mindset des, ich sag mal, ausgebildeten Verkäufers, was dann offensichtlich häufiger im Weg stand und hatte halt einfach noch einen sehr fruchtbaren Nährboden. Hey, ich traue mich auf Leute zuzugehen, ich stelle gern viele Fragen, ich interessiere mich für mein Gegenüber, bin nah an diesen Menschen dran. Und wenn dann das passende Mindset und die passenden Skills von jemandem aus einer guten Leitungsposition kommen, ja, das hat auf jeden Fall bestens funktioniert. Ja, krass, geil. Was würdet ihr jetzt sagen, welche Voraussetzungen braucht man so, um vielleicht generell Closer werden zu können, aber natürlich auch vielleicht sehr interessant für den einen oder anderen, weil alle wollen ja Closer werden, irgendwie so in den letzten 1, 2 Jahren, gerade so online. Ja. Wenn man jetzt bei euch Closer werden möchte, was durchläuft man da für einen Prozess, was muss man überhaupt machen? Deswegen vielleicht erstmal so, worauf schaut ihr, welche Voraussetzungen braucht so jemand? Hat derjenige Hunger? Also bitte nichts im Magen, ja? Ja. Hat derjenige wirklich Lust, das zu machen, ja? Oder ist das für ihn nur so eine Weg-von-Motivation? Wir haben halt viele, die wollen einfach nur aus dem Job raus und haben gehört, da kann man viel Geld verdienen und das war's. Und da hat derjenige wirklich Interesse daran, auch in diese Rolle zu kommen, zu verstehen, hey, ich helfe vielleicht auch bei Entscheidungen. Das sind vielleicht auch große Entscheidungen für ihn. Interessiert er sich für sein Gegenüber? Ja, kann der Kundenbeziehungen aufbauen? So Leute, das sieht man immer ganz gerne, die gehören da auch hin. Ja, die Leute, die nur auf die Provision schielen, die sollen damit alle viel Geld verdienen, gar keine Frage, ja. Aber die nur auf die Provision schielen, da wegen der Zahlen irgendwie weg von motiviert hinkommen, die nehme ich persönlich nicht so gerne. Ja, da kommen wir ja gleich noch später drauf, ne? Wie schwer eigentlich wirklich ist, vielleicht immer diese besagte 5-stellige Zahl zu erreichen. Aber genau, erstmal Marc, vielleicht nochmal gerne auch was dazu. Ja, also allgemein wird jetzt viel so propagiert, hey, verdiene ein paar hundert Euro pro Telefonat. Und der Gedanke bei den Leuten ist, hey, ich suche einfach einen einfachen Job, ich setze mich hin, lese ein Skript ab, telefoniere die Leute ab und verdiene dann halt 5-stellig. Realität sieht natürlich dann ein bisschen anders aus. Und ich glaube, wenn du sagst, und deswegen liebe ich den Bereich, du musst dich mit dir selber auseinandersetzen, gucken, okay, wo ist meine Komfortzone und auch bereit sein, das zu verlassen, dein Ego abzulegen, neue Gedankenweisen und Vorgehensweisen auszuprobieren. Und ich glaube, das ist das, wonach man sucht. Also man muss jetzt nicht der geborene Rhetoriker sein, man muss nicht eine geile Ausbildung gemacht haben im kaufmännischen Beruf. Man braucht halt diesen Hunger, wie Janusz schon richtig gesagt hat, und auch wirklich bereit sein, mit Hürden, Schwierigkeiten umzugehen und dann daran zu wachsen. Ja. Habt ihr vielleicht so eine kurze Zwischenfrage, die mir einfällt, mittlerweile auch wirklich so den richtigen Drive raus, dass ihr schnell rauskristallisieren könnt, wer hat jetzt nur so Bock, das große Geld zu machen, oder wer ist wirklich leidenschaftlich dahinter und kann sich wirklich für die Materie begeistern? Hat man das so mittlerweile jetzt raus, schnell, relativ? Ja, was heißt schnell, ne? Also ich bemerke das schon bei Teilnehmern nach ein paar Wochen, ey, wie gehen die alleine an das Material ran? Wie stellen die Fragen, ja? Oder wie kümmern die sich vielleicht auch um eine Einsatzstelle, um was weiß ich nicht was alles, was so anfällt. Ja, und da merkst du schon, haben die das im Großen und Ganzen kapiert? Haben die da Bock drauf? Hauen die dir vielleicht auch mal einen Spruch um die Ohren, hey, ich habe gedacht, das ist gesunder Menschenverstand, wo du merkst, das ist so ein Typus. Ja, das ist, wo die einfach schon drin sind. Ja, oder ist das für die, ja, was muss ich jetzt als nächstes machen? Ihr habt gesagt, hier Absatz B, bla bla. Ja. Da merkst du schon, ob die Leute da wirklich reinpassen. Aber du musst die halt schon irgendwo auch mal in Aktion erlebt haben. Ja. Und ich persönlich achte jetzt viel mehr auf das, was Leute machen und nicht, was sie sagen. Also du kommst immer mit Leuten in Kontakt, die waren in der Lage, damals durch die Schule zu kommen, indem sie einfach mündlich gut dabei waren, in allen möglichen Situationen im Leben, aber die haben halt nicht diese Grunddisziplin aufgebaut. Ja. Und ich merke es halt immer wieder, ich bin mit Leuten im Gespräch, hey Marc, ich reiß mich zusammen, ich werde alles ändern, ich werde total abgehen. Dann redest du ein paar Tage später mit denen und die haben sich nicht an Vereinbarungen gehalten und reden nur viel. Also deswegen, ich achte tatsächlich viel auf die kleinen Disziplinen. Hey, wenn du ein Verkaufsgespräch hattest und es war nicht erfolgreich, hast du Follow-up gemacht, das heißt, hast du die Person nochmal kontaktiert, gehst du wirklich aktiv vor, um eine Beziehung mit der Person aufzubauen? Pflegst du deine Tabellen? Trackst du deine Zahlen? Und ich würde sagen, das sind so die Sachen, auf die ich achte, weil die meisten Verkäufer, die nie ihr volles Potenzial entfalten, achten nicht auf diese kleine Disziplin. Und über einen längeren Zeitraum macht sich das halt bemerkbar und die werden nicht mit den Top-Performern mithalten können. Ja.
Ja, finde ich nochmal schön, dass ihr das sagt. Ne? Also letztendlich, dass man im Endeffekt die Kernessenz lieber machen soll, dann von mir aus auch vielleicht 95 Fehler macht von 100 Aufgaben, aber dann daraus lieber lernt. Und ihr seht zugleich, ja, der macht wenigstens aber was. Ja, Weil die kennen wir ja alle hier. Ne? ja, So, ohne Genau. und Ende. dann, ich meine, ich kenne es auch aus meinem Bereich, ne? Ja, ich fange jetzt mit einem Sport an. Ah, Sven, komm mal mit, wir gehen mal jetzt durchziehen, 2, 3 Monate und dann ist es vielleicht 2, 3 Wochen der Fall und dann kommen sie 3, 4 Monate später wieder an und so ist halt der Kreislauf, ne? Ja, also direkt auch an dieser Stelle. Ne? Ich vergleiche das auch gerne mit Fitness. Also das ist wirklich dranbleiben, Disziplin und Fleißarbeit. Ja. Ja, Ja. das Und musst das du ist auch ja stetig leider so, wiederholen. das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig so für die Zuschauer, so eigentlich eine generelle, also diese Disziplin, diese Selbstdisziplin, ist ja eine Grundtugend für alles im Leben. Ja. Ist ja jetzt egal, ob du jetzt finanziell da irgendwie was aufbauen willst, dein Körper, deine Ernährung. Es ist eigentlich einfach, aber wenn es ja wieder einfach wäre, dann würden ja alle ne, brillant Ja, leben. Das ist ja nicht der Fall. es steht und fällt damit, ne? Also wie Ja. oft bist du bereit, das Gleiche zu tun und es wirklich zu perfektionieren? Ja, wie sehr hast du auch so eine Tabelle mal im Blick? Hey, das und das habe ich im Gespräch 100 Mal gemacht und das habe ich 100 Mal gemacht. Was davon hat denn besser funktioniert? Warum? Ja, um das sich auch besser auf den nächsten Fall nochmal einlassen zu können. Das ist quasi eine stetige Selbstoptimierung bis hin zur absoluten Perfektion, so ein Gespräch zu führen. So, und das ist halt vielen einfach zu stumpf. Ja. Muss man Genau. auch so sagen. Da muss halt schon ein bisschen Faszination rein. Ja. Ja, du sprichst ja auch einen wichtigen Punkt an, Selbstreflexion. Ne? Das ist ja auch tatsächlich, dass viele durch den Alltag stolpern und dann letztendlich aber am Ende des Tages sich nur auf die Couch begeben, anstatt sich einfach mal zu selbst reflektieren. Ja. Und auch wenn wir jetzt vielleicht so ein bisschen vom Closing wegkommen, aber ist ja vollkommen egal, die Leute kennen halt, wir driften immer ein bisschen ab. Aber passt ja dazu. Ja, Von daher, absolut. es ist ja einfach auch viel Mindset, ne? Ja. Und dazu nochmal ergänzen, das ist so eine Sache, deswegen arbeite ich auch mit Janosch zusammen, weil er diese kleinen Disziplinen echt hammergut hinbekommen hat. Ich habe Leute im Vertriebsteam gesehen und die haben einfach Geld liegen lassen. Die haben ein Erstgespräch geführt, auch gute Abschlussquoten erzielt, nur kein Follow-up gemacht, keine Notizen zu der Person. Das heißt, ein Gespräch und die Person war vergessen. Vielleicht hatten die jetzt gerade kein Geld, um in ein Coaching zu investieren oder in eine Dienstleistung, aber du weißt ja nie, wie es ein paar Monate später aussieht. Und das war etwas, was Janosch einfach echt super hinbekommen hat. Der hat wirklich mit den Leuten Beziehungen aufgebaut und oft kamen einfach Verkäufe rein von Leuten, mit denen er zum ersten Mal vom Jahr gesprochen hat. Warum? Weil er die Beziehung aufrechterhalten hat. Es ist nicht sexy, es ist nicht glamourös, es ist nicht super aufregend und spannend, wie man in so Verkaufsfilmen sieht, sondern das sind diese kleinen Disziplinen, die sich über einen langen Zeitraum echt bemerkbar machen. Und wenn du Follow-up machst und es richtig machst, kannst du halt bis zu 25% mehr Umsatz machen oder sogar noch mehr. Und das ist etwas, was viele oder viel zu viele Vertriebler nicht auf dem Schirm haben. Vor allem genau da angesetzt. Ne? Dann heißt es ja, okay, 25% mehr, was bedeutet denn das? Viele Vertriebe sind so aufgebaut, hey, wir haben, was weiß ich, 10 Vertriebler da sitzen. Und dann kommen, was weiß ich, beispielsweise 100 Interessenten rein. Dann kriegt halt am Anfang jeder 10. So, wenn dann mal mehr reinkommen, dann ist es ja nur unternehmerisch logisch, dass ich dem, der die höchste Abschussquote gibt, als erstes welche reingebe. Oder umgekehrt, ich habe zu wenige Leads, na, dann gebe ich die, wenn ich schon weniger habe, dann muss ich das Maximum rausholen, gebe ich das den verkaufsstärksten Leuten. So, und die werden meist eingestuft danach, wie gut ist denn deren Schnitt? Also auf wie viele Kunden habe ich wie viel Umsatz gemacht? Naja, und wenn du da dran bleibst und die du jetzt quasi verloren hast, ein Jahr später nochmal abschießt, erhöhst du diesen Schnitt. Kriegst dann auch ständig erhöht neue Leute. Das heißt, genau das, diese Beziehungsarbeit, dieses echte Interesse, dieses Dranbleiben, ist der Hebel, dass du in einem Vertrieb auch bevorzugt neue Leute bekommst und vernünftig arbeiten kannst. Ja. So, und da trennt sich dann irgendwann die Spreu vom Weizen so. Und ich kann nur sagen, aus Betriebsleiterperspektive, man hat einen sehr, sehr engen Blick auf die Zahlen. Also ich habe wirklich jeden Tag in meine KPIs reingeguckt. Es waren 70 Kennzahlen, die man durchgegangen ist. Musste immer gucken, wie ist aktuell das Marketingbudget. Das heißt also, was kostet ein Lead im Einkauf? Und es gab Phasen, wo die Leadpreise besonders teuer waren und wo man runterschrauben musste. Und es gab dann die Leute, die da gesessen haben, sagen, ja, es kommen weniger Leads rein. Okay, schade, was kann ich jetzt machen? Und es gab dann die Leute, die gesagt haben, hey, ich habe über die letzten 1, 2 Jahre so viele Kontakte gehabt, da sind noch einige Leute dabei und sind nochmal mit denen in Kontakt gegangen und sind noch kreativ geworden. Also wie gesagt, diese Grunddisziplin darf man echt nicht unterschätzen.
Ja. Also ganz kurz, vielleicht kommt auch gerade der Coach in mir durch. Wir werfen hier gerade so Begriffe wie Lead, KPIs und so weiter durch die Ja. Gegend. Ja. Ja, also ein Ja. Lead ist ein potenzieller Interessent, der sich wirklich mal eingetragen hat. Das sind Leads, also Leute, die man kontaktieren kann, ohne dass, also die schon wissen, um was es geht. Ja, und KPIs sind Key Performance Indicators, also die Schlüsselpunkte, die Zahlen, die du für dich brauchst, um deinen Erfolg messen zu können. Also einfach nur, weil ich weiß, deine Zielgruppe sind auch Anfänger und Leute, die sich dafür Ja, interessieren. natürlich. Ja, Ja. danke für den Hinweis. Genau. Ja. Aber ich habe auch nochmal eine interessante Kernessenz aus beiden Aussagen rausgehört, was viel auch letztendlich zu einem erfolgreichen Verkauf oder Abschluss nötig ist eben halt Beziehung. Ja. Also eine Beziehung aufbauen tatsächlich. Ja. Ja. So, ne? Weil viele würden ja vielleicht erstmal plakativ denken, boah, ich brauche die Skills und ich brauche das und ich muss labern können oder ich muss keine Ahnung was. Aber Bindung. Vor allem Letzteres, das Labern können, eher weniger. Ein guter Verkäufer redet viel, viel weniger Ja, als der Kunde. habe ich auch mal irgendwo gelesen, vielleicht könnte halt er bestätigen. Ich glaube, eigentlich sollte das Gespräch 20-80 sein. Verkäufer 20% und Kunde am besten, er soll am besten fragen, reden. Ne? Weil die anderen sagen 70-30 so, aber Ja. der Gedanke ist der richtige. Also du stellst Fragen und lässt denjenigen reden. Du bist halt eher der Arzt, der Fragen stellt, hey, tut das weh, machen Sie das? Du stellst eine Anamnese, ja, bevor du sagst, das habe ich diagnostiziert, das präsentiere ich ihm jetzt als Lösung. Du musst ja erstmal wissen, was braucht derjenige, wie ist der drauf, was ist das für ein Typ, ja, und danach präsentierst du ihm das. Das ist das eigentliche Verkaufen. Ihm dann bei der Entscheidung zu helfen, ja, jetzt kann ich das nachvollziehen, mit meinen Gedankengängen, mit meinen Bedürfnissen, da, ob ich das brauche oder nicht. Das ist ja eigentlich voll schön. Da kann man ja genau im Verkauf, also wegen diesen 80-20 oder 20-80 jetzt das Pareto-Prinzip mit einbringen. Also quasi nach dem Motto verkaufen. Ja, absolut. Also wichtig ist, dass dein Kunde, also potenzieller Kunde, sich gut aufgehoben fühlt. Und wie geht es denn, wenn du die ganze Zeit nur im Reden bist? Also es gab die alten Verkaufsmodelle, wo es hieß, hey, du musst einfach Zeit vom Call nehmen oder vom persönlichen Gespräch, um eine Beziehung aufzubauen. Und dann hast du einfach vorgetäuscht, dass du ähnliche Hobbys hast und so weiter. So steht es in vielen Oldschool-Verkaufsbüchern. Aber viel besser ist es, wirklich aktiv zuzuhören, Feedback zu geben, einfach nochmal zusammenzufassen, weil dann hast du auch das Gefühl, hey, mein Gegenüber versteht mich und weiß, was mein Anliegen ist. Und deswegen enorm wichtig, man sagt ja auch, hey, man hat 2 Ohren und einen Mund, also mindestens doppelt so viel zuhören, wie man spricht. Ja. Ich würde sagen, wir gehen rüber zu der nächsten Frage. Da kommen wir nämlich ein bisschen mehr auf eure Academy zu sprechen. Also ihr bietet ja eine Ausbildung an zum Closer letztendlich und da ist wahrscheinlich auch interessant für die, die jetzt zuhören, was durchläuft man da im Detail? Also welche Module werden abgehandelt? Was kann man wirklich von dem Kurs, von der Ausbildung erwarten und dann da wirklich den Prozess, keine Ahnung, mal ist die Ausbildung fertig? Ist man dann bei euch Closer oder durchläuft man da noch, keine Ahnung, ein paar Tests oder irgendwie so, einfach mal da so die Leute mitnehmen? Ja. Soll ich anfangen? Genau. Ja. Also im Endeffekt wird erstmal geschaut, wer bist du und was genau bringst du an Zeit mit, was ist auch deine Zielsetzung damit, möchtest du das später hauptberuflich machen, nebenher und also weiter. Und dann schauen wir erstmal, dass wir dich kennenlernen. Ne? Bevor wir dir beibringen, wie du andere analysierst, sollten wir erstmal wissen, hey, fangen erstmal bei uns selber an. Ja, wie sind wir denn drauf? Wo schließen wir vielleicht von uns auf andere und wie gehen wir davor? Und dann haben wir halt, ich sag mal, Wissensmodule, Dinge, wo du dich auch Stück für Stück mit beschäftigen kannst. Wie funktioniert Verkaufspsychologie überhaupt? Vernünftiger rhetorischer Gesprächsablauf. Wie entstehen Kaufsignale? Wie erkenne ich die? Teile aus dem Profiling. Wie kann man ein Gespräch zum Beispiel jetzt aus der Luft gegriffen an einem Verlobungsring der Frau vielleicht auch mit emotionalisieren, weil ich weiß, das kann noch nicht so lange her sein, das ist akut, ja, und so weiter. Und dann halt zu analysieren, was habe ich da auch für einen Menschen gegenüber und wie kann ich jetzt das Gespräch bestmöglich aufbauen. Das ist halt erstmal Theorie. Dann geht es irgendwann in die, ich sag mal, auch Probegespräche, wo man das übt. Ja, und dann, wenn du da gut genug bist, kann man vielleicht langsam anfangen, echte Kunden zu akquirieren. Ja, in der Kaltakquise, das ist natürlich irgendwo Fleißarbeit, aber dafür wird noch keiner für dich zum Üben bares Geld ausgeben im Marketing. Und denken, ja, hier, dann verbrennen wir die. Und wenn du dich da behauptest und dann da echte Calls mitbringst, dann können wir die natürlich analysieren und schauen, dass man dich auch später in eine Praxisstelle kommt. Aber da muss man halt ganz offen und ehrlich sagen, das ist ein Zahlenspiel und vor allem wir, die das verkaufen, brauchen Top-Verkäufer. So, das heißt, wer das bei uns später machen möchte, der sollte wirklich Hunger haben und gut sein. Na, ansonsten arbeiten wir mit Vermittlungsfirmen zusammen und gucken dann, dass wir eine vernünftige Einsatzstelle für denjenigen finden, ja, wo das dann auch Sinn macht. Ja, also
es macht halt einen Unterschied, ob du ein 20-jähriger sportlicher Mensch bist oder die 40-jährige Mutter. Je nach Dienstleistung und Angebot, wo die dann auch eingesetzt werden, brauchst du vielleicht auch einen anderen Typus, wo die sich auch wohlfühlen, wo das einfach authentisch ist und mehr Sinn macht. Ja, klar. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Also ich habe nicht viel mehr zu ergänzen. Also bei uns war wirklich damals einfach der Gedanke, unsere Teilnehmer stehen im Vordergrund. Das heißt, es ist kein Copy-Paste-Schema, sondern wir gehen immer auf die Leute individuell ein. Also wie Janosch gesagt hat, am Anfang gucken wir, hey, was ist das für ein Persönlichkeitstyp? Wir gucken aber auch im Verkaufsgespräch selber, was gibt es denn für Persönlichkeitstypen? Ich sehe das nämlich immer wieder. Es gibt Leute, die sind sehr aggressiv, können super verkaufen, wechseln dann die Firma, also sind im anderen Vertrieb, haben auf einmal eine andere Zielgruppe und die Zahlen brechen ein. Warum? Weil sie genauso verkauft haben wie vorher, funktioniert aber nicht mehr. Und wir zeigen den Leuten, wie man sich dann halt an sein Gegenüber anpasst und praktisch die Situation lesen und deuten kann. Also einfach sein Gegenüber einschätzen, was ist für ein Mensch, was brauchen die und was für ein Kommunikationsstil bevorzugen sie. Und das ist, glaube ich, das, was uns hervorhebt im Vergleich zu vielen anderen, ist es kein Copy-Paste-Schema, sondern Individuum steht im Vordergrund. Ja, vor allem möchte ich vielleicht noch kurz ergänzen, bei uns hört es halt nicht auf, sobald du vermittelt bist. Ja. Ja, gerade dann geht die Arbeit ja erst so richtig los. Dann sitzt du da, wo du Geld verdienst, worauf du die ganze Zeit hingearbeitet hast und dann möchtest du die Stelle nicht wieder verlieren oder sonst was. Dann möchtest du ja performen können. Und dann kann man halt auch gerne mal mit echten Gesprächen zu uns kommen und wir können gucken, wie man das auf die jeweilige Einsatzstelle dann auch anpasst und da dann die eigentliche Arbeit leistet. Wir gehen auch da in den Calls auf Thema Mindset ein, weil das ist halt auch sehr entscheidend. Wir hatten einen Teilnehmer bei uns, der hat halt jetzt nach, ich glaube, 2-3 Wochen hat er schon die ersten 2 Stellenangebote, hat eine Stelle angeschaut und hat gemeint, hey, der hat Probleme, die Dienstleistungen zu verkaufen. Da haben wir uns nochmal genau angeguckt, wie ist denn seine Situation? Und dann haben wir halt gemerkt, hey, er kann einfach nicht hinter der Dienstleistung stehen. Das heißt, für ihn war das überhaupt nicht akzeptabel. Das Angebot hat nicht gepasst und deswegen war es wie mit einer angezogenen Handbremse zu fahren. Da konnte es nicht verkaufen, weil er wusste, ich würde mein Gegenüber schaden. Dann haben wir gesagt, hey, dann macht das für dich keinen Sinn und haben dann eine passendere Stelle gefunden. Also es ist auch eine Sache oder Komponente vom Coaching, aufs Mindset einzugehen, zu gucken, hey, welche Blockaden gibt es da im Bereich Verkauf und die zu lösen. Ja. Ich würde direkt dann nämlich darauf aufbauen, die Frage, die erst später geplant wäre, vorgreifen, nämlich, weil du gerade gesagt hast, wenn man ja verkaufen möchte, aber jetzt irgendwie das Gefühl schon selber hat in sich, ich kann nicht dahinter stehen, dass man ja dann anscheinend auch in der Performance natürlich schlechter ist. Ja. Deswegen gibt es aber trotzdem, ich sag mal so, diesen Hero-Closer, wo man sagt, der kann dir jeden Scheiß verkaufen. Der ist einfach, der kann einfach die ganzen anderen Skills vielleicht so gut, dass er ja, den Close letztendlich trotzdem macht, aber oder gibt es das eben halt nicht, weil, naja, wir merken ja, ne, dieses Energie, Bindung, Beziehung und das ist ja einfach immer da. Also Verkauf ist eine Waffe. Wer das wirklich verstanden hat, psychologisch, kann das theoretisch. Es wird auch solche, du hast ihn jetzt so Hero-Closer genannt, geben. Aber da steht und fällt das halt mit dem Menschen dahinter. Rennt der jetzt dieser Provision hinterher oder sagt irgendwas in ihm, nein, das kann ich nicht. Das ist auch irgendwo typabhängig. Aber theoretisch, wenn du das wirklich lernst, dann kannst du Leute schon zu sehr viel bringen. Und da wird bestimmt auch irgendwo nicht so Schönes mit betrieben. Darum sagen wir halt ganz klar, wir suchen eine Einsatzstelle, wo du hinterstehst. Also stell dir mal vor, du hast ein Medikament, was jetzt gerade für eine seltene Krankheit, in der dein bester Freund erkrankt ist, helfen könnte. Und der traut sich am Anfang nicht. Aber du weißt schon, dass das hilft. Du wirst ganz anders mit dem reden, ihn überzeugen wollen, ehrlich an ihm dran sein, ja, um seines Wohlbefindens, ja, als wenn das, ja, keine Ahnung, kriege ich jetzt 50 Euro Provision für. Weißt du? Und darum ist das so essentiell wichtig. Den Rest natürlich kann man den lernen und natürlich kann man mit auch Mist bauen, aber das ist nicht unser Ansatz. Ja, klar. Und ich glaube auch vor allem Unternehmer gucken sich immer das Thema Closing an, machen auch selber Verkaufsgespräche. Und wenn du ja kurzfristig auf Provision aus bist und einfach sagst, hey, ich schließe jeden ab, Hauptsache Provision, dann schneidest du langfristig ins eigene Fleisch. Das spricht sich rum, die Leute sind unzufrieden, du kriegst dann keine weiteren Empfehlungen und das macht die Sache schwierig. Also ich habe meine Vorbilder im Bereich Verkaufen, Janosch auch, das sind allerdings ethisch korrekte Personen. Die können super verkaufen. Warum? Weil sie wissen, ihre Dienstleistung hilft anderen Menschen. Und das ist auch unsere Einstellung. Ich persönlich, wenn ich jetzt jemandem was verkaufen müsste, nur um eine Provision zu bekommen, und ich weiß, dann wäre die ganze Beziehung vorgegaukelt worden, ich hätte mich falsch dargestellt, um diesen Abschluss zu machen, könnte ich nicht hinbekommen. Ja, vor allem, ihr würdet ja auch euer eigenes Image verbrennen.
Total. Und euch selber schaden. Ja. Kommt im Markt häufig vor. Also wer länger den reinen Vertriebsmarkt beobachtet, der wird merken, dass da manche Namen auch sehr groß gekommen sind, auch schnell wieder gegangen sind, weil sich dann mit der tollen neuen Idee, die müssen jetzt alle unbedingt haben, noch irgendwann rumgesprochen hat, wie aggressiv die vorgehen oder was auch immer. Und das stirbt aus. Die wirklich langfristig am Markt sind, die haben einiges mehr Kundenzufriedenheit und Beziehungen aufgebaut über die Jahre. Also wir haben jetzt über die Jahre auch immer wieder Leute, sei es in diesem Business oder in einem anderen Business, einfach disqualifiziert, weil es keinen Sinn macht. Also was man oft auf dem Coaching-Markt sieht, und das finde ich halt echt schade, ist, Leute machen gerade eine Krise durch. Okay, es kann sein mentale Gesundheit, es kann finanzielle Krise sein. Und dann kriegen die halt von anderen Leuten erzählt, hey, kauf mein Coaching, in ein paar Wochen bist du wieder gut aufgestellt, dann läuft dein Leben super, du wirst reich sein. Und du kannst sehr selten aus einer Krise heraus wirklich sofort zum Wohlstand kommen, sondern du musst erstmal gucken, dass du für dich eine gewisse Basis hast, damit du in Ruhe denken kannst und dann auch verkaufen kannst. Und deswegen, wenn wir mit Leuten sprechen, es ist eine Krisensituation, dann sagen wir denen oft, hey, guck einfach nur, dass du die Sachen auf die Reihe bekommst und dann können wir nochmal sprechen. Aber aus einer also in einer Krisensituation, wenn du hochverschuldet bist, dann nochmal ein Coaching reinzudrücken, das schadet den Leuten extremst und so machst du dir halt keine Freunde. Vor allem, da sagst du was Schönes, weil gerade in Krisenzeiten sind wir ja sogar noch eher dazu geneigt, vielleicht emotionale Entscheidungen zu treffen, als rational. Das bedeutet, da sind ja genau dann vielleicht die Faker unterwegs, die dann genau da wissen, okay, da ist jetzt jemand gerade angreifbar im Sinne von, ich kann ihn jetzt ein Coaching vielleicht aufdrücken, weil er kann jetzt dann, er fühlt sich jetzt gerade schlecht finanziell oder egal welche Gründe jetzt. Ich kann ihn jetzt anbieten, in 4 oder 8 Wochen, keine Ahnung, so und so viel Umsatz zu machen. Quasi damit ja ein Glücksgefühl vermittelt. Und für einen selber, der jetzt gerade da in so einer Krise steckt, ist natürlich dann vielleicht so ein potenzieller Ausweg, den man da sieht. Ist ein zweischneidiges Schwert. Also, wenn du wirklich hinter einer Dienstleistung oder einem Angebot stehst, wirklich dahinter, und du weißt, das hilft, dann brauchst du vielleicht auch, oder dann Punkt, das vielleicht lassen wir mal weg, brauchst du diese Emotionalität, um bei demjenigen das auch wirklich dahin zu kriegen, dass er das für sich jetzt auch macht, dass er diesen Schritt geht. Es ist halt ein Unterschied, ob du jemandem sagst, ja, also keine Ahnung, der 150 Kilo aufwärts wiegt und jetzt nicht gerade so ein Vieh ist von Bodybuilder, ja, du, also ein paar Kilo weniger, das weiß er. Aber wenn du dem sagst, hey, wie ist denn das so, wenn du nicht mal mehr dein sehen kannst und schämst du dich nicht? Und ja, wann hast du das letzte Mal mit einem Mädel und das ganze Programm, das haut rein, das tut weh. Und der wird auch eher den Drive haben zu sagen, okay, fuck it, ich mache jetzt was. Ja, so, und in dem Moment hilfst du ihm. Ja, mit dem, 10, 20 Kilo weniger würden dir auch nicht schaden, das weiß der. Aber der tut ja nichts. So, in dem Moment musst du vielleicht auch in eine emotionale Schiene rein, solange du etwas hast, was pro deines Gegenübers ist. Richtig. Ja, deswegen sage ich ja, wenn das dann jetzt von Leuten wie euch käme, dann ist es fördernd, aber genau da meine ich ja nur, da greifen ja dann vielleicht, also greifen vermeintlich andere dann halt auch an, eben halt einfach nur, weil die Profit machen wollen, ne? Ja, siehe Versicherungsverkäufer, ne? Also ist so mein Liebling. Die machen erstmal Angst, was alles passieren kann im Urlaub. Und dann hast du die Reise Rücktritt und den Unfall und alles. Ja, klar, aber da wäre zum Beispiel auch, kennt auch jeder hier so Callcenter-Geschichten, die auch ja jeden Scheiß einfach nur aufschwatzen, was kein Mensch braucht, gerade in dem Moment. Ja. Ich kenne selber die Erfahrung, ich habe selber mal einen Monat im Callcenter gearbeitet, lange her, über 10 Jahre oder so, einfach aus der Not heraus. Und Katastrophe, dann kriegst du da irgendwie so eine Kampagne, nennt sich das dann ja da, wo du dann über 60-Jährige anrufst und dann noch vor 10 Jahren und sollst ihn dann upgraden auf ein Smartphone von so einem Nokia, keine Ahnung, und sollst ihn noch irgendeinen Tarif verkloppen mit MB und hast nicht gesehen. Ja, und dann am Ende des Tages wird halt der Schnitt gemacht. Ne? Hast du Sale gemacht oder nicht? Natürlich gerade in der Kampagne, wo ich jetzt gerade bin, einfach das absurdeste Beispiel, aber es gab so eine Scheiße, wenn du keinen Verkauf gemacht hast, eine Woche lang oder so, was eigentlich nicht unüblich war, ja, dann, ne? Tschüss. Ja, natürlich. Ja. Da ist das halt knallhartes Wirtschaftsunternehmen und du bist nur ein Zahnrad, ne? Ja, übel. Ja, aber guck mal, wo das dann auch langfristig hinführt. Also du verkaufst dann einer älteren Dame, älteren Herr einen Vertrag, das sie nicht brauchen. Die Verwandten, Freunde sind dann natürlich auch genervt und meiden diese Unternehmen. Also auch da wieder dieses, hey, kurzfristig Profit, schön und gut, aber man muss halt auch gucken, wie es langfristig mit dem Ruf aussieht. Ja. Guck mal, selbst du, der darauf angewiesen war, sagt irgendwas, nee. So, und darum sagen wir halt von Anfang an, ey, wer so ein gesundes soziales Verständnis hat, ich interessiere mich wirklich für den Gegenüber, ist absolute Grundvoraussetzung. Vor allem jetzt nochmal kurz zum Thema Callcenter, aber da bist du ja noch anonymisiert.
So, Ja. die wissen ja nicht direkt, wer bin ich. Ihr, also, ne, wenn ich jetzt ja sage, ich will Closer werden, das sollte den meisten ja hoffentlich dann auch klar sein, dass du ab den ersten Verkaufsgespräch oder so verkaufst du auch dich als Ja, Person. natürlich. Deswegen, wie ihr gesagt habt, man kann sich da einfach auch schnell dann verbrennen, wenn man halt jetzt nur falsch an die Sache rangeht. Ne? Kommen wir nochmal ganz kurz zum, weil habe ich vergessen, die Frage zu stellen, Kostenfaktor. Also wenn man jetzt bei euch die Ausbildung machen will, was muss man da dann tätigen an der Summe? Genau, also die Grundinvestition, wir bieten auch andere Dienstleistungen an, aber wenn wir nur rein vom Closen sprechen, liegt man da bei 3.000 Euro netto. Das ist die komplette Ausbildung, das ist die Academy, ein Jahr Betreuung, die Live-Calls, Live-Betreuung, Kontakt zu uns über ein Jahr. Genau. Ein Jahr Betreuung, krass. Ja, also Das uns ist war es wichtig, wir haben halt gesagt, wenn man sich da ein bisschen auskennt, manche Verkaufsausbildungen starten bei 3K, gehen hoch bis praktisch unbegrenzt und die haben zum Teil keine richtige Betreuung, die haben nur einen Discord-Server, die haben Calls, die überfüllt sind, da sind sehr viele Leute drin. Und wir haben halt gesagt, okay, wir wollen einfach immer gucken, dass wir diese Extrameile gehen. Das heißt, wir haben auch gesagt, statt viele andere, die jetzt 6 Monate anbieten oder 12 Wochen, weiten wir das Ganze auf ein Jahr aus. Warum? Weil den Leuten wird das Wissen besser vermittelt. Die haben also die Möglichkeit, in den Calls zu üben, Feedback zu bekommen. Und wenn wir die an eine Stelle vermitteln, dann sind auch unsere Partner, wo wir hin vermittelt haben, zufriedener. Warum? Weil die fangen eine Stelle an, kriegen aber von uns Feedback und Schulungen und sind deswegen auch sehr gut dann in ihrem Job. Und so sind alle zufrieden. Ja, vor allem, mich würde das schon total beruhigen. Ja, sorry, Janusz, ganz kurz, aber mich würde das zum Beispiel jetzt total schon beruhigen, wenn ich weiß, ich habe ein Jahr Begleitung. Das ist ja eine lange Zeit. Ja. Also manche Leute brauchen das halt gar nicht. Die sind dann halt auch, was weiß ich, nach einem halben Jahr in ihrer Einsatzstelle und happy damit. Ja, es geht halt nur, hey, wenn du dann sagst, hey, ich bin jetzt seit 1, 2 Monaten hier, nochmal eine neue Stelle angefangen, weil ich mich mit dem ersten Produkt nicht so identifiziert habe oder was auch immer, könnt ihr nochmal drüber schauen. Einfach zu wissen, ich habe nochmal wen, der jetzt auch nochmal präsent ist. So, ja, das ist ein riesen Gamechanger. Ne? Bei vielen hört es halt leider auf mit, ihr seid vermittelt, du hast deinen Job, tschüss, nächster. So, und genau da setzen wir ja an und sagen, hey, da geht ja auch irgendwo diese Rufarbeit los. Ja, wenn die Leute dann sagen, hey, der war cool und der hat noch mit seinen Ausbildern da zusammengearbeitet, voll geil, das Ergebnis gefällt uns hier, schickt doch am besten mal unser ganzes Team darüber. Davon leben wir. Ja, und das wollen wir natürlich haben. Das ist natürlich auch irgendwo eine Form der Beziehungsarbeit dann mit den Einsatzstellen. Ne? Ich wollte gerade sagen, wieder Thema Beziehung. Ja. Ja. Darauf aufbauen wäre ja passend dann jetzt die Frage, wer möchte denn so Closer werden? Sind das, was man so denkt, eher wirklich die jungen Leute oder sind das auch mal so 40-, 50-Jährige bei? Wo liegt so der Durchschnitt? Komplett durchgemischt, wie sieht das aus? Ist tatsächlich bunt gemischt, klar. Setzen sich viele Leute damit auseinander, die jünger sind. Und das ist ja auch das Klischee. Ne? Junge Leute, die wollen sofort viel, viel Geld verdienen. Wir reden aber immer wieder mit Leuten, die 40 aufwärts sind, die sagen, hey, ich habe jetzt alles richtig gemacht. Ne? Ich habe studiert, ich habe einen Job angenommen, ich habe mich jetzt hochgeklettert und ich bin nicht zufrieden. Ja? Also ich verdiene nicht das Geld, was ich eigentlich verdienen würde. Ich gebe einen Großteil davon ab. Ich habe auch nicht so das Gefühl, dass ich Kontrolle habe, dass ich nicht mein eigener Herr bin. Und das ist ein großes Ding. Also Leute, die nach Freiheit streben, wollen das vor allem machen. Und das sind Leute, die sagen, hey, okay, gibt es denn andere Möglichkeiten? Gibt es denn was anderes, wie ich mein Geld verdienen kann, wo ich wirklich mehr Selbstbestimmtheit habe? Und das heißt, da sehen wir auch viel mehr Leute, die dafür offen sind. Also auf den Punkt gebracht, ich glaube, ein gemeinsames Merkmal von den Leuten ist, die wollen nicht in dieses alte System rein, die wollen selbstbestimmt sein, die wollen auch die Arbeitszeiten selber bestimmen, die wollen besser werden und wachsen und sind offen, Neues anzunehmen. Und ich glaube, das zeichnet die Leute aus, die sowas lernen wollen. Nochmal zur Altersklasse zurück. Ja, es gibt von bis, ne? Ja. Aber dieses Gefühl, dass das viele Junge machen, ist zumindest am Anfang so. Ja, viele, die dann auch eine längere Zeit verkauft haben, merken dann halt auch, ja, warum soll ich mir eigentlich nur die Provision einstecken? Ich werde mit der Zeit auch immer besser, ja, und gehen dann vielleicht auch irgendwann hin mit, hey, ich sehe den ganzen Tag andere Selbstständige. Ja, ich bin selber verkaufsstark und warum nur die Provision? Ich kann doch mein eigenes Ding machen. Wo man dann auch bei vielen, nicht bei allen, aber irgendwann merkt, so nach ein paar Jahren kriegen die auch Bock auf mehr. So, und dann geht es dann vielleicht auch Richtung eigenen Unternehmensaufbau oder sowas. Denn da ist einer der wichtigsten Grundsteine, du hast ja eben schon das Video verlinkt, wo wir beim letzten Mal waren,
einer der wichtigsten unternehmerischen Grundsteine, egal was du machst, ist verkaufen können. Und dementsprechend, wenn du auch damit spielst, später dich selbstständig zu machen, ist das vielleicht ein sehr cooler Zwischenschritt, egal ob bei uns oder woanders jetzt, das erstmal dir anzueignen. Und das merken halt auch viele umgekehrt. Die haben das ursprünglich gar nicht geplant, aber die sammeln halt Vertrauen, die sprechen vor anderen, die verkaufen sich selber mit, ja, die kriegen Feedback, die bauen Beziehungen auf, die haben Kontakte zu Bereichen, die sie interessieren. Ja, warum dann nicht auch selber was starten? So? Ja. Ja, da sieht man einfach, wie wichtig generell im Leben ja auch Thema Verkauf ist, ne? Alles Ja, ist halt Verkauf. Date ist ein absolut. Verkauf. Alles. Ja. Und daran sieht man halt, wie ernst die Leute das nehmen. Ne? Setzen die sich jetzt mal schon vor eine Kamera in irgendeinen Jogger oder so, dann weißt du, naja gut, was will der mir jetzt damit sagen? Ja, ja. Ja, ja, mega. Wie kommt ihr letztendlich an Kunden? Also über welche Kanäle? Ja, klar, Social Media, aber habt ihr auch Offline-Kanäle? Wie sieht das so aus? Ja. Also da kann man sagen, und Janosch kann ergänzen, vor allem ist er im Offline-Bereich viel stärker, aber im Grunde genommen, jedes Mal, wenn du mit Leuten zusammenkommst und du eine Lösung für ihre Probleme hast, dann hast du ja die Möglichkeit, denen was zu verkaufen. Janosch, noch mehr als ich, geht auf Netzwerk-Events, Veranstaltungen, Vorträge, und da ist immer eine tolle Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Und da Ja. hast du schon mal potenzielle Kunden, mit denen du sprichst. Und selbst wenn die nicht als Kunde geeignet sind und man eine gute Beziehung zu den Leuten hat, dann können die immer Leute empfehlen. Und tatsächlich ist es, wenn du eine gute Arbeit machst, eine Empfehlung ist immer eine der besten Sachen, die du bekommen kannst. Und das ist so ein Ding, das nimmt mit der Zeit immer mehr an Fahrt auf. Du hast mehr Kunden, die sind zufrieden. Das sorgt dafür, dass sie dich weiterempfehlen. Da kommen noch mehr Kunden, die sind dann auch zufrieden. Und dann wirst du immer weiterempfohlen. Und deswegen legen wir so viel Wert auf diese Beziehungsarbeit-Geschichte und einfach eine gute Dienstleistung zu liefern, weil das sich langfristig ausgezahlt bekommt. Janusz, vielleicht magst du ergänzen? Ja, also du kommst halt auf so ziemlich jede Weg, ne? Ob du jetzt über Social Media Werbung schaltest, Printmedien nutzt, um mal einen schönen, professionellen, was weiß ich, bei mir war es eine der Auszeichnungen hier, wo man auch da drin steht und auch mal so ein bisschen Prestige sammelt. Das wirbt natürlich alles und bringt potenzielle Kunden, aber ich behandle jemanden, mit dem ich gerade, keine Ahnung, an der Playstation sitze, mit dem spiele ich ihn da gerade überhaupt, genauso wie jemand, der bei mir auf dem Seminar vor mir sitzt und schaue, ist der potenziell interessant für mich, ist das, was ich anzubieten habe, für ihn relevant und mache halt aus Gesprächen potenzielle Kundengespräche. Ne? Ja, mega. Kommen wir so ein bisschen zum Aufgabenbereich des Closings. Einfach jetzt speziell, wie wichtig ist das Thema Einwandbehandlung beim Closen? Weil ich frage ja immer so ein bisschen aus Laiensicht. Ich denke mir dann direkt so, boah, wenn es jetzt darum geht, verkaufen und so, ja, da kommen ja halt Rückfragen, Einwände. Wie wichtig ist das? Oder wie viel macht es aus generell? Klar ist natürlich jetzt alles sehr, sehr individuell, aber vielleicht kann man da so ein paar. Je schlechter du verkaufst, desto mehr Einwände kriegst du. Genau. Ja, wir hatten mal im ersten Interview, glaube ich, gesagt, da hast du ja auch gesagt, am besten lässt man es ja gar nicht erst zu Einwänden kommen, ne? Ja, natürlich solltest du das anstreben. Du kannst halt Einwände schon gut vorwegnehmen. Ja, Ja, die statistischen Klassiker, kann ich auch hier nochmal nennen, sind halt so, hat derjenige wirklich verstanden, was du anbietest? Vertraut er dir als Person oder als Firma gegenüber, dass das seriös ist und dass er da gut aufgehoben ist? Hat er das nötige Selbstvertrauen, dass er glaubt, dass er das umgesetzt bekommt damit und so weiter? Du hast halt so Standard-W-Fragen eigentlich. mhm. Und wenn er das noch nicht gegriffen hat, ja, dann kommen Einwände hoch. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob ich das kann und so weiter und so fort. Ja, Und das gilt es schon geschickt im Gespräch halt, ich sag mal, vorwegzunehmen, dass er dann das schon versteht. So, okay, gut, ich habe ein paar Beispiele gekriegt, Leute, die in einer ähnlichen Situation waren, die haben das auch hingekriegt, dass dir Mut macht, ja, dich auch als seriösen Ansprechpartner dorthin zu stellen, dich selber mitzuverkaufen und so weiter, dann kriegst du halt auch weniger. Und dann weißt du halt auch irgendwann in deiner Branche, das sind die und die kommen immer wieder. Ja, weil die alle von der gleichen Werbeanzeige kommen und da haben wir irgendwo uns einen Schnitzer erlaubt, das müssen wir jetzt nochmal beantworten. Ja, ja, whatever. Also das hast du irgendwann ziemlich schnell raus. Wer den ganzen Tag nur in Einwandbehandlung drin hängt, der hat in seinen Verkaufsskills noch gut zu schrauben. ja, okay. Also auch da aus Vertriebsleiterperspektive, ich hatte Leute, die hatten damals eine Ausbildung absolviert, ich glaube, es war 8.000 Euro aufwärts, war auch echt super ausgearbeitet, und die wussten für jeden Einwand, wie man damit umgeht, und zwar sehr systematisch. Okay? Nur war es dann so, in der zwischenmenschlichen Beziehung hat es nicht gepasst. Die waren halt total verkopft im Call, ihre Persönlichkeit ist nicht ins Gespräch mit eingeflossen und das waren wie so, ja, Verkaufsroboter gefühlt. Und ja, wie will es dir gehen? Du kannst logisch jemandem was sagen und erklären, warum die was machen sollen.
Aber wenn die das Gefühl haben, hey, ich kann mein Gegenüber nicht vertrauen, dann werden die auch nicht kaufen. Deswegen Einwandbehandlung ist wichtig. Man sollte es auf jeden Fall kennen. Du wirst auch mehr verkaufen, wenn du das gut und systematisch hinbekommst. Aber wenn du nur darauf den Fokus legst, wirst du im Rest des Gesprächs Fehler machen, kein Vertrauen aufbauen und die Leute werden dann nicht kaufen. Also deswegen, es hat seine Daseinsberechtigung, nur die meisten legen zu viel Fokus darauf und nicht auf das Gespräch insgesamt. Ja, finde ich sehr wichtig an der Stelle, was du nochmal sagst, dass man sich nicht zu sehr vielleicht verkopft, also an diesen roten Faden hält, sondern einfach vielleicht auch mal einen gewissen Drive dazu lässt, also seine eigene Intuition auch einfach mal mitspielen lässt beim Verkaufen. Ne? Was fühle ich gerade, was braucht man gegenüber vielleicht auch gerade in dem Moment, was möchte der hören oder so. Oder vielleicht möchte der einfach nur mal jemanden haben, der gerade zuhört, keine Ahnung. Und nicht, dass man nämlich, ich weiß, was ihr meint, dass man dann wahrscheinlich direkt wieder, wo war jetzt, der hat das gesagt, warte mal, wo habe ich das gelesen? Ja, Jetzt genau. müsste ja das kommen. Sondern Ja. mal einfach menschlich ist, ne? Viele Vertriebe arbeiten immer mit Skripten. Das macht auch also aus Sicht des Unternehmens so weit Sinn, dass dieses Skript für alle gleich ist und man dann halt checken kann, hey, der einzige Unterschied ist die Person, die es vorträgt. Also der eine verkauft mit genau den gleichen Sätzen besser als der andere. Das heißt, er spricht besser, den kann ich eher fördern. Aber also einfach damit es für dich messbar ist, als Leitungsposition zum Beispiel, wem gebe ich denn jetzt mehr Freiheiten? Aber das Fernziel sollte eigentlich sein, dass du diesen Ablauf verinnerlicht hast und den frei gestalten kannst und mit deinen Worten authentisch rüberbringst. So einfach verstehst, wie muss so eine Gesprächskurve verlaufen und so weiter. Und das dann eben nicht mehr nach Wort für Wort Skript tust. Ja. Da hört es halt leider bei manchen schon auf. Ich muss da eben nachlesen. Ja. Ja. Richtig gut. Also es ist halt extrem wichtig. Also du kannst dir halt wirklich vorstellen, du bist wie so ein Computer, ein Core und du musst halt die Grundwerkzeuge können. Okay, dazu zählt auch Einwandbehandlung, deine Struktur, dein Skript. Nur wenn du das noch nicht so innerlich drin hast, dann wirst du halt im Call sitzen und sagen wir mal so 80% von deinem Arbeitsspeicher, ne, du bist praktisch, du denkst halt die ganze Zeit nach, was kommt als nächstes? Was sage ich denn dann und dann? Wenn du es in- und auswendig kennst, dann ist es einfach, musst gar nicht mehr drüber nachdenken und kannst dich dann so mehr auf dein Gegenüber konzentrieren und wirklich noch besser zuhören, aktiver zuhören. Auch gucken, nicht nur, was die sagen, sondern wie die das sagen, mit welchen Worten, mit welchem Gefühl. Also sind es Leute, die visuell veranlagt sind oder sind es Kinestheten, die vom Gefühl her betont sind. Und das sind so Sachen, da kannst du erst wirklich den Fokus drauf legen, wenn du diese Basics drauf hast. Und da, wie gesagt, die meisten Leute legen viel zu viel Wert einfach nur auf die reine Einwandbehandlung und nicht auf den Rest. Ja, danke für die Ausführlichkeit. Nee, ich finde das mega interessant. Ich stelle eigentlich so eine kleine Frage und schon haben wir da 5 Minuten rum. Einfach mega, mega spannend, finde ich. Hier habt ihr Content. Ja, und wie? Wir sind ja gerade hier für die Zuschauer in Teil 1, ne? Teil 2 kommt noch. Ja, Thema Closing natürlich weiterhin, und zwar so der Alltag. Wie sah der damals als reiner Closer aus? Für die jetzt da wirklich mal ein Bild von haben möchten, wie ist denn der Closing von morgens bis abends? Möchtest du jetzt einen Durchschnittskandidaten wissen oder was ich gemacht habe? Erstmal einen Durchschnittskandidaten, weil bei dir kommen wir auf Teil 2 drauf ein, weil die Leute sollen ja auf Teil 2 gucken. Okay. Also als durchschnittlicher Closer hast du im Endeffekt erst einmal die Situation, arbeitest du von zu Hause aus oder bist du in einem Vertrieb vor Ort? Ja, und dann hast du halt deinen Zeitrahmen, wo du dort sitzt. Vielleicht eine Stunde brauchst du, um dich auf Gespräche vorzubereiten, ne, zu gucken, sind alle Nachrichten rausgegangen, den Leuten vielleicht nochmal eine Erinnerung an den Termin zu schicken. Ja, und dann guckst du, der Klassiker ist, dass es ein Setting-Gespräch gab, also dass irgendwer, so ein Telefonist, die vorher schon angerufen hat und denen erklärt hat, um was es geht. Ja, von wegen, hey, was sind denn da vielleicht schon für erste Fragen aufgekommen? Wenn das an mich weitergeleitet wird, du gut vorbereitet in diese Gespräche gehst. Was sind das für Leute? Altersklasse, was hast du vielleicht im Internet über die gefunden? Ja, und dann einfach gut, prepared, Attacke. Und dann führst du deine, ich sag mal, durchschnittlich 8 bis 10 Gespräche, wenn du das in Vollzeit machst über den Tag. Und ja, wenn du gut bist, hast du dann direkt schon jeden Tag deine 2, 3 Verkäufe im Kasten. Ja. Okay, krass, 2, 3 Verkäufe, ja. Also bei Leuten, die vorgesettet sind, also die irgendwo sich mal eingetragen hatten, so ein Erstgespräch haben und dann sagen, ja, ich möchte zum weiteren Gespräch durchgelassen werden. Aber die 2, 3 Verkäufe sind dann jetzt gut, also nicht mehr der Durchschnitt. Ja, ich glaube mal, wenn du die ums Verrecken alle nicht hinkriegst, dann bist du auch nicht ewig in diesem Vertrieb. Ja, okay, gut. Ja, aber Leute, die wirklich vorgesettet sind, wo du dich darauf vorbereitet hast, da sind 2, 3 Abschlüsse von erscheinenden Terminen auf jeden Fall realistisch.
Du hast halt immer Leute, die auf den letzten Drücker absagen, die warum auch immer nicht können oder den Termin nochmal verschieben müssen und so weiter. Aber wenn da 10 stattfinden, solltest du 3 auf jeden Fall drin haben. Ja. Ja, okay. Marc, vielleicht noch irgendeine Ergänzung, oder? Tatsächlich gar keine Ergänzung. Also das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Also das ist wirklich so ein Typ von einem Standardverkäufer. Ja, perfekt. Ja, Janosch hat jetzt auch schon quasi die ganzen Aufgaben mit soweit aufgezählt. Oder würdest du da noch ergänzen? Ja, da gibt es halt auch Nachbereitung. Ne? Also mit derjenige ist da drin, der hört es ja nicht auf. Also dann geht man vielleicht auch mal mit hin und guckt, dass derjenige sein, was weiß ich, Onboarding-Gespräch bekommt oder seinen ersten Kontakt dann auch. Ja, ist ja so ein blödes Gefühl, was so Kaufreue auslöst. So, hey, ich habe jetzt hier, was weiß ich, 4.000 Euro gelassen und ich habe einen Link gekriegt und tschö. Hm. Das ist doof. Ja, dann auch da dran zu bleiben, die ersten Schritte, so, hey, kommen noch Fragen auf, log dich doch das erste Mal ein in das Produkt oder hey, wie war dein erster Kontakt dazu und so weiter. Vernünftig Notizen zu hinterlassen, das dann auch in die Tabellen einzupflegen, zu gucken, hat der eine förmliche Rechnung gekriegt, hat alles geklappt und einfach auch Service schon zu liefern. Ja. Ja, gehört auf jeden Fall dazu. Das hört nicht mit dem Abschluss auf, denn sonst hast du ganz schnell einen Storno drin. Ja. Und wie der Marc ja, glaube ich, ganz am Anfang des Interviews gesagt hat, auch wichtig, diese Follow-ups zu machen und so, ne? Also sich vielleicht da auch am besten aufzuschreiben, wen habe ich schon kontaktiert und Ja. sich halt wirklich zu notieren und nicht, ja, der hat jetzt kein Interesse gehabt. Tschüss. So. Ja, das Ja. vergessen halt viele. Ne? Manche Leute, die jetzt, was weiß ich, in Finanzdienstleistungen unterwegs sind, die sind voll stolz, wenn die 2, 3 Termine in der Woche haben, weil die erstmal gucken, wie komme ich überhaupt an Interessenten? Es hat ja nicht jeder auf der Stirn stehen, hallo, ich mache jetzt hier teuren Vertrag mit dir. So, als Closer sitzt du halt da und kriegst von Marketing und Setting-Team schon Leute, die haben schon Interesse am Fließband. Jedenfalls willst du da über kurz oder lang hin. Das heißt, du machst Gespräch nach Gespräch nach Gespräch nach Gespräch und wenn du da nicht mitschreibst, glaub mal, du verlierst so die Übersicht. Oh ja. Ja, ja. Und das ist wichtig. Und da kommen wir wieder auf diese Disziplin von vorhin. Also wenn du die Leute, die am Fließband geliefert bekommst, dann steckt ja auch vieles dahinter. Das Marketing musste sich ein Konzept ausdenken, Werbung schalten, dafür Geld ausgeben. Das heißt, wirklich jedes Telefonat stattfindet, hat erstmal Geld gekostet und das muss man reinbekommen. Und das heißt, als Closer, also wenn du wirklich gut werden willst, guckst du, dass du jeden Tag Zeit hast, wo du übst. Das heißt, du guckst dir Gespräche von dir an, hörst die Gespräche von dir an, analysierst die, guckst, was du besser machen kannst. Bestenfalls hast du einen Übungspartner, wo man sich gegenseitig die Calls analysiert, Einwände übt. Also, dass man halt wirklich jeden Tag Trainingszeit hat. Auch wenn man denkt, hey, jedes Gespräch ist eigentlich ähnlich. Die besten Verkäufer gucken auch immer wieder, dass sie trotzdem immer besser werden. Diese letzten paar Prozentchen rausholen aus jedem Gespräch. Dann auch wirklich Zeit für Follow-up, ordentlich die Notizen einzutragen. Wichtig, es wird auch unterschätzt, auch zwischendurch mal Pausen zu machen, zu gucken, dass man mit Energie in jeden einzelnen Call reingeht und nicht da mit Augenringe sitzt und kaum noch reden kann. Also das ist auch ein Ding. Ja, also ich sehe es auch, dass Vertriebler dann gerne mal ausbrennen und nicht mehr mithalten können. Ja. Ja, da sieht man jetzt wieder anhand der ganzen Einblicke, wie krass das eigentlich doch umfänglich ist, ne? Wenn man das dann auch richtig machen möchte. Weil so als Laie denkt man wieder so, naja gut, ich kann von überall arbeiten, ich kann überall irgendwo meine Kaltakquise machen, über Instagram die Leute anschreiben, bla 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 und mach dann mal ab und zu meine Calls, schön die Verkäufe machen und tschüss. Aber die ganze Das Nacharbeit, klingt so leicht. Ja, ja. Ja, ja, klingt so leicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja auch Ja. das, was letztendlich, da gehen wir aber gleich in Teil 2 drauf ein, damit die Leute natürlich auch einschalten. Nein, aber dass das immer so leicht suggeriert wird, ne? So Ja. dieses so und so könnt ihr das dann schaffen, aber wie gesagt, da gehen wir gleich drauf ein. Ich möchte jetzt eine schöne Abrundung haben des ersten Teils, deswegen sagt doch nochmal, wer ist denn so euer Vorbild? Wo sind denn eure Vorbilder, obwohl ihr jetzt schon so lange dabei seid? Wir haben tatsächlich vorab drüber gesprochen und wir haben uns dagegen entschieden, Leute, also einzelne Kandidaten zu nennen, die vielleicht selber auch wo angestellt sind, weil wir hier gar nicht irgendwie urteilen wollen, die Firma, die Person, sonst was, sondern andere Trainer uns genommen. Also bewusst auch mal vielleicht in die Konkurrenz geguckt. Und ganz ehrlich, so ein Grant Cardone zum Beispiel, das ist so Jordan Belfort, das ist der Mensch aus Wolf of Wall Street, ja. Also die echte Person, auf den dieser Film beruft. Und dieser Grant Cardone zum Beispiel, der hat bei mir enormst was ausgelöst. Der hat so ein ganz berühmtes Wert, die 10x Rule. Also kannst immer 10-mal so viel machen. Da hängt noch mal eine Null hinten dran. Und das treibt schon an. Also wer so ein Vertriebsmindset hat mit Zahlen, wie kann ich skalieren und das ist schon Schub. Also das ist ein cooler Typ. Ja.
Definitiv. Also Grant Cardone ist etwas, das ziehe ich mir immer wieder rein. Der sagt auch in seinen Büchern, der findet es besser, statt 1000 Bücher zu lesen. Manchmal macht es Sinn, die bestimmte Bücher immer wieder zu lesen, weil du zwischen den Zeilen neue Erkenntnisse bekommst. Und ich finde einfach seine Arbeitsethik Hammer. Also der denkt immer größer, gibt immer mehr Gas. Und der kriegt dann die Rückfrage, hey, brennst du da nicht aus? Bist du nicht erschöpft? Und so, nee, der hat Spaß dran. Das erfüllt den. Wenn er jetzt rumsitzt und faul ist, dann geht er runter. Und deswegen, wenn man wirklich so diese Liebe zum Verkauf entdeckt und da wirklich gut drin wird, das erfüllt einen mit Energie. Diese Vorstellung, hey, ich kriege ein paar warme Leads, verdiene locker 10.000 im Monat und sitze irgendwo rum, funktioniert nie. Und ja, also auf den Punkt gebracht, um eine Frage zu beantworten, Grant Cardone ist, glaube ich, für uns beiden ein mega Vorbild. Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch wichtig, findet ihr, so Vorbilder generell grundsätzlich zu haben, so in seinem Bereich oder? Das war so ein Game Changer, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Also ich habe schon im Vertrieb da gesessen, quasi so eine kleine Mastermind-Gruppe, habe auch schon verkauft und habe dann mich mit den Top-Leuten aus dem Team zusammengesetzt und dann haben wir gemeinsam gesagt, hey, bis nächste Woche haben wir die Hälfte von dem und dem Buch von ihm durch. Und dass wir zeitgleich auf so einem gleichen Macher-Mindset-Modus sind und uns mit dem gleichen Material auseinandersetzen. Das war so ein Schub, das kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Also enormst. Also so ein Vorbild und so eine Bezugsgruppe zu haben, ist Gold wert. Ja, und ich fand bei ihm, also den als Vorbild zu haben, der hat mir Erlaubnis zu geben, Gas zu geben. Also ich bin halt so jemand, ich gebe immer Gas und mein Umfeld sagt dann, hey, mach mal langsam, du brennst auf. Und dann denkst du auch oft so, hey, irgendwas stimmt vielleicht nicht mit mir. Vielleicht sollte ich langsamer machen. Weil, also bei mir, Janusz ist ja auch so, also bei mir geht es nicht so, okay, ich interessiere mich ein bisschen für irgendwas, sondern ich muss mich wirklich reinstürzen, das ist mein Hauptfokus, alles andere wird eliminiert. Und für die meisten Leute ist es kein normaler Modus. Und deswegen so ein Grant Cardone, der auch so tickt, halt auf noch einen krassen Level, ist es gut, solche Vorbilder zu haben, weil die sagen, hey, es ist okay, groß zu träumen, Gas zu geben und den ganzen Unfug da draußen einfach praktisch auszublenden. Also für mich auch Game Changer. Ja, absolut. Also kein Chaka-Chaka, sondern echtes Machen. Also es ist sehr, sehr cool. Aber finde ich auch nochmal wichtig, Marc, was du jetzt gesagt hast, dass man eben mal quasi sich über solche Vorbilder dann die Erlaubnis geholt hat für sich selber, okay, ich bin normal, einfach indem ich auch dann jeden Tag 15 Stunden oder so, keine Ahnung, Gas gebe. Also jeder kennt das ja vielleicht, wenn du, egal wo du sitzt, ich hatte halt letztens wieder auf dem Geburtstag, ganz kurz, aber wenn man da sitzt, man wird nur was zum Beispiel bei Ernährung gefragt und auf einmal gucke ich auf die Uhr, fast eine Stunde und du siehst aber auch schon am Tisch, wie die sich alle gedacht haben, was labert der jetzt da eine Stunde über basische Ernährung, keine Ahnung. Und ich dachte mir so, weil dann ab und zu, kennt ihr so dieses, dann kommen so reingepresste Sätze so, ja, dann darf ich ja das und das gar nicht mehr machen, so wie jetzt ein bisschen in eurem übersetzten Fall natürlich ein bisschen dann anders beim Closen, aber in dem Fall mit der Ernährung und dann denke ich mir so, warum sagst du das jetzt, denke ich mir gerade so, weißt du, so, Du merkst eigentlich nur für dich selber, du bist voll in deine Materie. Absolut. So. Und dass das sogar falsch dann ankommen kann, wo ich mir denke, lass mich doch einfach jetzt vor allem auf eine Frage, also auf eine Frage, die ja mir gestellt wurde, interessehalber, mein Lieber, am Ende wirst du noch unser Kunde und das nächste Mal hast du nicht, dass du eine Stunde redest, sondern derjenige sagt, voll geil, kann ich bei dir den Kurs kaufen? So, ich würde jetzt auch hier dann an der Stelle Teil 1 schließen. An die Zuschauer, checkt auf jeden Fall in der Videobeschreibung die Links ab zu Marc und Janosch, was ihr da alles Schönes findet. Nicht nur die Insta-Kanäle, nämlich auch die Academy und mehr. Demnach würde ich mich verabschieden und ja, dann sehen wir uns in Teil 2 wieder.